felt very hurt. I'd say, Jimmy, Jimmy, are you all right? And then I thought, he's revealed too much of himself. Elizabeth Taylor und James Dean, zwei der berühmtesten Stars, die Hollywood je kannte. Ihre Chemie auf der Leinwand war magnetisch, aber was hinter der Kamera geschah, verfolgte Taylor für den Rest ihres Lebens. Dieses Geheimnis blieb jahrzehntelang verborgen. In einem ruhigen Moment während der Dreharbeiten zu Giant flüsterte James Dean Elizabeth Taylor etwas ins Ohr. Etwas, das so persönlich und herzzerreißend war, dass sie es über 50 Jahre lang nicht wiederholte. Lassen Sie uns in das alte Hollywood zurückkehren, wo unter dem Glamour und dem Ruhm Geheimnisse verborgen waren, bis Elizabeth schließlich ihr Schweigen brach. Aber bevor wir tiefer eintauchen, möchten wir von Ihnen wissen: Glauben Sie, dass sich die klassischen Hollywood-Stars mehr verstecken mussten als die Prominenten von heute? Kreuzen Sie 1 für Ja und 0 für Nein an und lassen Sie uns darüber sprechen, wie sich der Ruhm verändert hat. Und jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Elizabeth Taylor und James Dean sind zwei Namen, die untrennbar mit der Legende von Hollywood verbunden sind. Beide waren Stars, die durch ihr Talent und ihr stürmisches, geheimnisvolles und komplexes Leben großen Einfluss hatten. Obwohl ihre Karrieren und Lebensstile offiziell nichts miteinander zu tun hatten, wurde Elizabeth Taylor die einzige Begleiterin, die die dunkelsten Geheimnisse von James Dean wirklich verstehen konnte. Die verborgenen Geheimnisse eines Hollywood-Rebellen. Die persönlichen Beziehungen von James Dean und seine Identität waren Gegenstand einer der wichtigsten Entdeckungen, die Elizabeth Taylor über ihn machte. Obwohl Dean romantische Beziehungen zu verschiedenen Frauen hatte, sprach er nie offen über diesen Aspekt seines Lebens. Taylor, die Dean in den letzten Jahren seines Lebens sehr nahe stand, sagte, dass Dean eine schwankende Einstellung zu Liebe und Beziehungen hatte. Taylor war ein enger Freund von Dean. Diese Freundschaft unterschied sich von dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hatte. James Dean lehnte jeden Titel ab und machte es sich zum Lebensziel, ein echtes Leben zu führen, das nicht durch die Zwänge der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Taylor konnte beobachten, dass Dean sich nicht auf bestimmte emotionale Erwartungen verlassen wollte, da er der Überzeugung war, dass die Liebe eine Emotion ist, die keine Zwänge kennt und völlige Freiheit erlaubt. Unabhängig vom Geschlecht einer Person legte er großen Wert darauf, sich mit den Menschen zu verbinden, so wie sie sind. Darüber hinaus war es genau dieses Gefühl der Freiheit, das ihn zur perfekten Verkörperung der trotzigen Jugend machte. In Anbetracht der damaligen Zeit entschied sich Dean dafür, diese Facette seiner Persönlichkeit zu verbergen. Neben seiner engen Freundschaft mit Elizabeth Taylor unterhielt Dean wichtige Beziehungen zu einer Reihe anderer bekannter Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche. Rogers Brackett war nicht nur ein bekannter Produzent, sondern auch einer seiner engen Freunde. Obwohl ihre Beziehung technisch gesehen nicht romantisch war, leistete Brackett einen wichtigen Beitrag zu Deans beruflicher Entwicklung und war für ihn da, wenn es schwierig wurde. William Best, ein Hollywood-Dramatiker und enger Freund von Dean, sagte, dass Dean sehr sensibel war und komplizierte Beziehungen hatte. James Beller, ein weiterer langjähriger Freund, bemerkte, dass Dean sich nur auf langfristige Bindungen verlassen konnte und dass er eine offene und hemmungslose Art der Liebe bevorzugte. James Deans Beziehungen waren stets von einem Gefühl der Unabhängigkeit geprägt und er war stets bestrebt, einen Lebensstil zu führen, der nicht von den Erwartungen der Gesellschaft beeinflusst wurde. Anstatt nach seinen Idealen zu leben, entschied er sich für ein Leben nach bestimmten Kategorien. Für Dean war die Liebe keine fixe Idee, sondern ein offenes und sich ständig weiterentwickelndes Gefühl, das weder durch das Geschlecht noch durch andere Beschränkungen eingeschränkt wurde. Durch sein Freiheitsbedürfnis wurde er zum Symbol der aufmüpfigen Jugend der 1950er Jahre, einer Generation, die sich nach Freiheit sehnte, Ehrlichkeit in ihren Beziehungen suchte und sich zu ihren echten Gefühlen bekannte. Obwohl es zahlreiche Gerüchte und Diskussionen über Dans Privatleben gab, betonten seine engen Freunde wie Zombie, Elizabeth Taylor immer wieder, dass er ein Mann mit tiefen Emotionen war, der sich nicht ohne weiteres in eine Schublade stecken ließ. Taylor erkannte in ihm einen zurückhaltenden Menschen, der seine Autonomie schätzte und es sich zur Aufgabe machte, in allen Aspekten seines Lebens authentisch zu sein. Unglaublicherweise barg er ein noch tieferes Geheimnis. Nur wenige Tage vor Deans tödlichem Unfall sprach er mit Elizabeth über ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit. Laut Taylor offenbarte Dean, dass ein Geistlicher etwas Schmutziges mit ihm gemacht hatte, als er gerade 11 Jahre alt war. Taylor sagte, er sei in Tränen aufgelöst und nahm ihr das Versprechen ab, nichts zu verraten, und das tat sie auch nicht. Erst Jahrzehnte später, nach seinem Tod,
lüftete sie dieses Geheimnis. In einem Interview viele Jahre später lüftete Taylor dieses Geheimnis nicht, um das Andenken an Dean in den Vordergrund zu rücken, sondern um seinen Schmerz und seine Menschlichkeit zu ehren. Sie wollte, dass die Welt versteht, dass hinter der Ikone ein Mann mit einem stillen Trauma steht. James Dean bleibt ein Symbol für rebellische Jugend und zeitlose Coolness. Doch Elizabeth Taylor sorgte dafür, dass seine Wahrheit, so schmerzhaft sie auch sein mag, nicht in Vergessenheit geriet. Denn manchmal ist das mächtigste Vermächtnis nicht auf Ruhm aufgebaut, sondern auf Vertrauen. James Dean, Hollywoods gefallener Rebell, hinterließ eine unvergessliche Legende. Am 30. September 1955 setzte ein tödlicher Autounfall dem Leben von James Dean ein brutales Ende. Für den aufstrebenden Star der Hollywood-Industrie war dies ein erschreckendes Ende. Als Deans Porsche 550 Spider auf einer Landstraße in Kalifornien in einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verwickelt wurde, war er erst 24 Jahre alt und hatte seine gesamte Karriere noch vor sich. Dean war ein engagierter Rennfahrer. Er war bekannt für seine abenteuerliche Einstellung. An jenem schrecklichen Tag war er auf dem Weg zu einem Rennen in Salinas, Kalifornien, das im Bundesstaat Kalifornien liegt. Sein Mechaniker, Rolf Wutterich, war die ganze Zeit an seiner Seite. Little Bastard wurde der legendäre Porsche genannt, den Dean fuhr und der schließlich zum Symbol für sein trotziges und schreckliches Ableben wurde. Es ist entsetzlich, die Einzelheiten des Unfalls zu erfahren. Deans Auto war in einen Zusammenstoß mit einem Ford Tudor verwickelt, der von einer jungen Studentin gefahren wurde, die versuchte, nach links abzubiegen. Dean war erst wenige Stunden zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnt worden und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Kreuzung. Der Aufprall war so heftig, dass Deans leichter Porsche in einen Graben krachte, als er vorwärts fuhr. Im Krankenhaus wurde Dean für tot erklärt, aber Wutterich überlebte trotz seiner schweren Verletzungen. Sein Körper erlitt durch die Katastrophe schwere Verletzungen. Mit seinem Tod hat Hollywood einen seiner vielversprechendsten Stars verloren und die Filmindustrie hat einen Verlust erlitten, der auf Dauer nicht zu ersetzen ist. Die Nachricht von James Deans Tod hat sowohl Hollywood als auch seine weltweite Fangemeinde erschüttert. Der junge Schauspieler, der mit seinen rauen und leidenschaftlichen Darbietungen in Beyond Even und Because They Don't Know What They're Doing zur Stimme der desillusionierten und ruhelosen Jugend der 1950er Jahre wurde zur Stimme der Generation. Sein früher Tod festigte seinen Ruf als Symbol des Trotzes unter jungen Menschen und gleichzeitig spekulierten Fans und Kritiker darüber, inwieweit er noch Einfluss auf die Filmindustrie haben könnte. Deans früher Tod machte ihn zu einer Ikone. Und seine visuelle Darstellung wurde zu einer Repräsentation des unverwirklichten Potenzials der missverstandenen Jugend, die er häufig in Farbe darstellte. Elizabeth Taylor erinnerte sich bei mehreren Gelegenheiten mit großer Zuneigung an ihn. Sie beschrieb ihn als einen sensiblen Menschen, einen aufrichtigen Freund und jemanden, der eine beträchtliche Menge an innerem Dämonenrang verkörperte. Für Taylor war der Verlust von Dean nicht nur der Verlust eines Freundes, sondern auch der Verlust eines Menschen, den sie für unersetzlich hielt. Sie war davon überzeugt, dass Dean eine einzigartige Persönlichkeit in der Filmindustrie war, jemand, der eine seltene Kombination aus Verletzlichkeit und Leidenschaft besaß, die das Publikum in ihren Bann zog. Es gab viele Menschen, die der Meinung waren, dass Dean mehr als nur ein Schauspieler war, so auch Taylor. Die Generation, die sich nach Veränderung und Ehrlichkeit sehnte, wurde durch ihn für immer repräsentiert und er war eine Legende für sich. Die Filme von James Dean sind nach wie vor eine Quelle der Inspiration für neue Generationen und sorgen dafür, dass sein Vermächtnis weiterlebt. Seine Darstellung junger Menschen, die von Wut, Sehnsucht und dem Bedürfnis, frei zu sein, erfüllt sind, spricht nach wie vor die uralte Suche nach Identität und der Fähigkeit an, den eigenen Lebensweg zu bestimmen. Er ist eine der beständigsten Ikonen des goldenen Zeitalters Hollywoods, denn Deans Bild, das sein klassisches und nachdenkliches Gesicht, sein zerzaustes Haar, seine Lederjacke und die Zigarette, die er in der Hand hält, umfasst, wird weiterhin erscheinen. Sein kurzes Leben diente als Beweis dafür, dass der Film die Essenz des menschlichen Geistes einfangen kann und die Tatsache, dass er in so jungem Alter starb, machte ihn zum tragischen Helden des Bildes. So haben wir eine der weniger bekannten Geschichten aus dem Leben von James Dean entdeckt, die beunruhigende Wahrheiten enthält, die nur Elizabeth Taylor wirklich verstand. Es entstand eine unerwartete Verbindung. Die Beziehung von Elizabeth Taylor und James Dean begann Mitte der 1950er Jahre, als beide an dem Film Giants unter der Regie von George Stevens arbeiteten.
Es war ein Film, in dem einige der berühmtesten Schauspieler Hollywoods mitwirkten, wie Rock Hudson, Elizabeth Taylor und James Dean, der gerade seine ersten Schritte als junger Schauspieler machte. Giants vermittelte eine epische Geschichte über Geld, Macht und die Verwicklungen der Familie vor der weitläufigen Kulisse von Texas. Jedwink war eine Figur, die James Dean darstellte. Ehrgeiz, Neid und unerwiderte Liebe trieben ihn an. Es ist heute allgemein anerkannt, dass seine Darstellung des verzweifelten, leidenschaftlichen und emotional komplizierten Jedwink zu den berühmtesten Rollen gehört, die er je gespielt hat. Die Verbindung zwischen Elizabeth Taylor und James Dean am Set von Giants war sofort offensichtlich, obwohl ihre Persönlichkeiten völlig unterschiedlich waren. Zu diesem Zeitpunkt war Taylor bereits eine Hollywood-Ikone, die für ihr schillerndes und extravagantes Auftreten bekannt war. Dean hingegen war ein junger Schauspieler, der sich gerade in der Hollywood-Branche etabliert hatte. Er war ein verschlossener und intelligenter junger Mann. Obwohl sie völlig unterschiedliche Persönlichkeiten hatten, suchten die beiden Trost in der Gegenwart anderer Menschen. Elizabeth Taylor, die für ihre Transparenz und emotionale Direktheit bekannt war, wurde zu einer Vertrauten von Dean, der zwar charmant und leidenschaftlich war, aber häufig mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hatte. Elizabeth Taylor teilte diese Beziehung mit Dean. Die Tatsache, dass Dean in seinen jüngeren Jahren viel persönliches Leid und Verlust erlebt hatte, machte es ihm schwer, sich anderen Menschen zu öffnen. Er kämpfte darum, eine gesunde Verbindung zu seiner persönlichen Identität und seiner Arbeit aufrechtzuerhalten, und um mit dem Stress fertig zu werden, den die Berühmtheit mit sich brachte, zog er sich häufig in sein Reich zurück. Taylor hingegen hatte ein tiefes Verständnis für das Gewicht, das Berühmtheit und öffentliche Aufmerksamkeit mit sich bringen, da sie beides schon in jungen Jahren erfahren hat. Die innere Zerbrechlichkeit, unter der Dean häufig litt, konnte sie aufgrund ihrer eigenen schwierigen Beziehungen und persönlichen Problemen nachvollziehen. In Abwesenheit der neugierigen Blicke der Medien verbrachten die beiden Schauspieler viel Zeit miteinander, sei es in ruhigen Momenten, am Set oder bei nächtlichen Gesprächen. Abgesehen von den Rollen, die sie spielten, ermöglichten ihnen diese intimen Begegnungen eine tiefere Verbindung zueinander. James Dean wurde manchmal als sehr einsamer Mensch beschrieben, obwohl er von vielen Menschen umgeben war. Neben der Tatsache, dass seine Beziehungen schwierig waren, war sein kurzes Leben von mehreren persönlichen Herausforderungen geprägt. Taylor war in der Lage, die Komplexität seiner Gedanken nachzuvollziehen, da auch sie trotz ihrer Bekanntheit Gefühle der Isolation erlebt hat. Deans Freundschaft zu Taylor war eine der wenigen, die die Barrieren durchbrechen konnte, die er um sich herum aufgebaut hatte. Während andere Menschen von seinem dunklen und rätselhaften Aussehen fasziniert waren, konnte Taylor durch diese Fassade hindurchsehen und die Verletzlichkeit entdecken, die sich dahinter verbarg. Dean hingegen war dankbar für ihre Wärme und die Art und Weise, wie sie sich um ihn kümmert. Sie war nicht einfach nur eine weitere Hollywood-Beeinflusserin, sondern jemand, der eine echte Verbindung zu ihm hatte. Abgesehen von den oberflächlichen Aspekten ihrer öffentlichen Persona reichte ihre Beziehung tief. Taylor war jemand, der Deans Leiden verstand und ihm ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität vermittelte. Dean empfand diese Person als äußerst wertvoll. Während der Dreharbeiten zu Giants gab es einige Momente, in denen Deans innere Konflikte sehr deutlich zutage traten. Er isolierte sich oft von der Crew und hatte Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen auszukommen. Andererseits bemühte sich Taylor, seine Abgeschiedenheit zu überwinden. Im Laufe ihrer Gespräche erörterten sie häufig wichtige Themen und Taylor drängte Dean, über seine Gefühle, Ängste und Wünsche zu sprechen. Solche Gespräche, die jeden Abend stattfanden, waren ein wesentlicher Bestandteil ihrer sich entwickelnden Bindung. Ein geschütztes Umfeld, in dem Dean seine Gefühle frei äußern konnte, ohne Gefahr zu laufen, verurteilt zu werden. Er war in der Lage, Dean einfühlsam zuzuhören und ihm die Art von Unterstützung zu geben, die er von anderen Menschen nur selten erhielt. Taylor, die selbst unter vielen Schwierigkeiten im Leben gelitten hatte, war in der Lage, dies zu leisten. Im Laufe der Dreharbeiten wurde die Verbindung zwischen Taylor und Dean immer stärker. Taylor war sich der Belastung, der Dean ausgesetzt war, bewusst, obwohl Dean häufig als Abtrünniger wahrgenommen wurde, der die Tradition Hollywoods ablehnt. Die emotionale Last, die er mit sich trug, erkannte sie ebenso an wie die Hingabe, die der Ruhm verdiente. Darüber hinaus war Taylor mit dem Konzept der öffentlichen Aufmerksamkeit bestens vertraut. Ihr Privatleben, insbesondere ihre Ehen und Beziehungen, standen häufig im Mittelpunkt des Interesses der Medien.
Sie waren beide Gefangene ihres Rufs, aber ihre Beziehung erlaubte es ihnen, echt und verletzlich zu sein. Als der Film 1956 gedreht wurde, hatte sich die Beziehung zwischen den beiden bereits zu einer tiefen und bedeutenden Bindung entwickelt. Obwohl sie nie eine romantische Beziehung hatten, basierte diese auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und gemeinsamen Erfahrungen. Obwohl sich Dean in der Hollywood-Industrie häufig entfremdet fühlte, fand er Trost in der Erkenntnis, dass es jemanden gab, der ihn wirklich verstand. Taylor, die im Laufe ihres Lebens viele Menschen sterben sah, entdeckte in Dean einen ähnlichen Geist wie sie, jemanden, der die Komplexität ihrer Existenz verstehen konnte. James Dean, eine traurige Erziehung, die eine Legende geprägt hat, ein tiefes Gefühl von Verlust, Einsamkeit und die emotionalen Narben, die aus der Erfahrung des Verlassenwerdens resultieren, waren die bestimmenden Merkmale der Jugend von James Dean. Das unglückliche Ereignis in seinem Leben ereignete sich, als er gerade 9 Jahre alt war. Mildred, seine Mutter, die ihm sein ganzes Leben lang eine Stütze gewesen war, starb an Krebs. Mildred war die Person, mit der er am meisten reden musste und der er sich am nächsten fühlte. Dieser Verlust hinterließ bei ihm eine starke emotionale Wirkung. Seine frühen Hobbys wurden von ihr gefördert, seine kreative Seite wurde kultiviert und sie gab ihm die Art von Liebe, durch die er sich sicher und geborgen fühlte. Nach ihrem Tod herrschte eine Leere, die nicht gefüllt werden konnte. Nach dem Tod von Mildred kam es zu einer weiteren schwierigen Entwicklung in James' Leben. Da sein Vater Vinton den Verlust nicht verkraften konnte, beschloss er, James nach Fairmount, Indiana, zu seiner Tante und seinem Onkel zu bringen. Aufgrund dieser Entscheidung entstand ein tiefer Riss zwischen Vater und Sohn, der nie ganz überwunden wurde. James hatte den Eindruck, dass er sich durch Vintons Entscheidung, sich von ihm zu entfernen, anstatt ihm die nötige Unterstützung und den Trost zu geben, den er so dringend brauchte, noch mehr verlassen und allein fühlte. Seiner Meinung nach war dies der letzte mögliche Rückzugsort. Nach dem Tod seiner Mutter hatte er nun das Gefühl, von seinem Vater verlassen worden zu sein. Diese frühen Verletzungen führten zu Misstrauen und emotionaler Distanz, Eigenschaften, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollten. Er lebte bei seiner Tante und seinem Onkel, was ihm zwar ein gewisses Maß an Sicherheit gab, aber den Verlust der Neigung nicht wettmachen konnte. In Fairmount fiel es James schwer, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen, und er wurde häufig an seinen Status als Außenseiter erinnert. Seine Verwandten konnten die emotionale Lücke, die seine Eltern hinterlassen hatten, nicht füllen, obwohl sie ihm ein liebevolles Umfeld boten. James entwickelte sich zu einem ernsten und auf sich selbst konzentrierten Jugendlichen, der immer mehr in sich selbst verschlossen war. Er fand Trost in der Malerei und in der Musik. Und er ließ seine Emotionen in seine Kunstwerke einfließen. Es reichte nicht aus, dass die Phrasen Ausdrücke enthielten, die ihm bei der Verarbeitung seiner Gefühle halfen. Die Erfahrung des Verlassenseins hinterließ bei ihm jedoch lang anhaltende Ängste und ein tiefes Gefühl der Verachtung, die er bis ins Erwachsenenalter mit sich herumtrug. In seiner Jugend hatte Dean eine tragische Begegnung mit einem Prediger aus seiner Stadt, die zu den erschütterndsten Momenten seines Lebens gehörte. Offensichtlich wurde Dean von Elizabeth Taylor, der er einige seiner intimsten Geheimnisse anvertraute, unangemessenen Verhaltensweisen ausgesetzt. Elizabeth Taylor war diejenige, der Dean diese Informationen anvertraute. Diese Begegnung hinterließ bei ihm tiefe seelische Wunden, die sein Leben um eine weitere Ebene des Schreckens bereicherten. Es war eine traumatische Erfahrung, die er schweigend mit sich herumtrug. Die Tatsache, dass Dean mit niemandem frei über dieses Ereignis sprechen konnte, verstärkte seine Gefühle der Entfremdung und des Misstrauens noch weiter. Die emotionale Wirkung dieses Vorfalls blieb sein ganzes Leben lang bestehen, und der Verrat, den er durch eine Person in einer Machtposition erfuhr, zerstörte jedes letzte Gefühl der Sicherheit, das er noch hatte. Dean lernte, sein Leiden zu verbergen, indem er eine geheimnisvolle Fassade aufbaute und seinen Trotz und seine Leidenschaft als Schutzwall benutzte, um seine Zerbrechlichkeit zu verbergen. Diese Strategie war notwendig, da er nicht in der Lage war, über die schrecklichen Dinge, die er erlebt hatte, zu sprechen. Das Unbehagen war jedoch immer präsent. Die ungelösten Kindheitstraumata manifestierten sich in seinen Beziehungen und seiner Lebensauffassung, als er älter wurde. Andererseits fiel es ihm schwer, andere auf sich zukommen zu lassen. Um die Möglichkeit zu vermeiden, erneut verletzt oder verlassen zu werden, hielt er häufig Abstand zu anderen Menschen. Da er in der Lage war, echte Emotionen wie Einsamkeit, Trauer und Sehnsucht zu vermitteln, wies seine Schauspielerei eine erstaunliche Tiefe auf,
die aus dieser tiefen Agonie resultierte. Sein Spiel fesselte und berührte das Publikum mit einer Reihe von Emotionen zutiefst. Zwei Legenden, eine Ära: Elizabeth Taylor und James Dean. Elizabeth Taylor, die als eine der berühmtesten Schauspielerinnen in der Geschichte Hollywoods gilt, wurde am 27. Februar 1932 in London geboren. Ihre Eltern waren amerikanische Staatsbürger. Elizabeth Taylor begann ihre unglaubliche Karriere in der Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten, wo sie geboren wurde und aufwuchs. Die Familie zog in die Vereinigten Staaten um, als sie noch ein kleines Kind war. Obwohl Taylor ihr Schauspieldebüt in dem Film There's One Born Every Minute gab, als sie erst 9 Jahre alt war, war es ihre Leistung in National Velvet, die sie in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit brachte. Als Teenager wurde sie aufgrund ihrer auffallenden Schönheit, ihrer violetten Augen und ihrer einzigartigen Leinwandpräsenz bald zu einem der beliebtesten Kinderstars in Hollywood. Mit ihrer auffallenden Attraktivität gelang es ihr, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Ihr ganzes Leben lang galt Elizabeth Taylor als Inbegriff von Schönheit und Können. Sie war mehr als nur ein hinreißendes Gesicht, sie war außergewöhnlich. Es zeugt von ihrem schauspielerischen Können, dass sie 2 Nominierungen für den Academy Award als beste Hauptdarstellerin erhielt. Ihre erste Nominierung für den Academy Award als beste Hauptdarstellerin erhielt sie für ihre Arbeit in dem Stück Butterfield. Eine zweite Nominierung erhielt sie für ihre Leistung in dem Stück Who's Afraid of Virginia Woolf. Ihre Größe als Schauspielerin war jedoch nicht der einzige Faktor, der zu ihrer legendären Stellung in Hollywood beitrug. Zur gleichen Zeit, als sie für ihren extravaganten Lebensstil, ihren teuren Geschmack und ihre persönlichen Probleme bekannt wurde, war Elizabeth ein echtes Sinnbild für Luxus und Eleganz. Ihre turbulenten Liebesaffären und Ehen standen häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und stellten mitunter ihre beruflichen Erfolge in den Schatten. Taylor war 8-mal verheiratet, 7-mal mit Männern, darunter Richard Burton, mit dem sie eine starke, leidenschaftliche und oft stürmische Beziehung führte, die die Öffentlichkeit in ihren Bann zog. Trotz der vielen Hindernisse, mit denen sie konfrontiert wurde, wie zum Beispiel Sucht- und Gesundheitsprobleme sowie der ständige Druck der Medien, bewahrte Elizabeth Taylor eine unverwüstliche Persönlichkeit. Es zeugte von ihrer inneren Stärke, dass sie sich traute, ehrlich über ihre persönlichen Herausforderungen zu sprechen, insbesondere über ihren Kampf gegen die Krankheit und ihre Beteiligung an Aktivitäten zur Aufklärung über HIV. Gegen Ende ihres Lebens wurde sie durch ihre Wohltätigkeitsaktivitäten bekannt und widmete sich mit ganzem Herzen denjenigen, die von der AIDS-Pandemie betroffen waren. Sie wurde zu einem weltweiten Symbol, nicht nur wegen ihrer Schönheit und ihres Könnens, sondern auch wegen ihrer Tapferkeit und ihres Einsatzes für eine bessere Welt. Sie erfüllte in vielerlei Hinsicht die Rolle eines Filmstars und wurde zu einem weltweiten Phänomen. James Dean, der am 8. Februar 1931 in Marion, Indiana, geboren wurde, war eine weitere kulturelle Ikone, deren Einfluss bis heute anhält, obwohl sein Leben in jungen Jahren brutal beendet wurde. Im Gegensatz zu Elizabeth Taylor hatte Dean nur eine sehr kurze, aber ungemein bedeutende Karriere in Hollywood. Dennoch ist sein Einfluss auf die Populärkultur und das Filmgeschäft weitaus größer als alles, was sich messen ließ. Deans Jugend wurde durch den frühen Tod seiner Mutter geprägt, ein Ereignis, das sowohl seine Persönlichkeit als auch die Art und Weise, wie er an die Schauspielerei herangeht, tiefgreifend beeinflusste. Nach seinem Abschluss an einer Schauspielschule in New York zog Dean in den frühen 1950er Jahren nach Kalifornien. Mit seinen leidenschaftlichen und düsteren Darbietungen, die das Publikum zutiefst berührten, machte er sich schnell einen Namen. Eine neue Generation junger Menschen konnte sich mit der Figur des Carl Trask identifizieren, einem Mann, mit dem sie ihre Sehnsüchte und den Druck der Gesellschaft nachempfinden konnten. Der Durchbruch gelang James Dean 1955 mit dem Film Jenseits von Eden, in dem er die rebellische Figur des Carl Trask spielte. Als erster Schauspieler in der Geschichte wurde er für seine Darstellung sofort für einen Academy Award in der Kategorie Bester Hauptdarsteller nominiert. Dean spielte eine Rolle in dem Hauptfilm Because They Don't Know What They're Doing, der im selben Jahr veröffentlicht wurde. Dieser Film machte Dean schließlich zu einem Symbol für den Trotz junger Menschen. Seine Darstellung des Jim Stark, eines aufgewühlten Jugendlichen,
der auf der Suche nach seiner Identität ist und gleichzeitig mit dem Druck seiner Familie und den Anforderungen der Gesellschaft zu kämpfen hat, wurde zur Ikone der Jugendbewegung der 1950er Jahre. Mit der Veröffentlichung seines dritten und letzten Films Giants festigte Dean seine Position als bemerkenswertes Talent in der Hollywood-Industrie. Die Tatsache, dass er an der Seite von legendären Künstlern wie Rock Hudson und Elizabeth Taylor auftreten konnte, zeigte, dass auch er in der Lage war, sich in die Gruppe der Besten einzureihen. Leider nahm Deans Karriere ein vorzeitiges Ende. Im Alter von nur 24 Jahren kam Dean am 30. September 1955 bei einem Autounfall ums Leben, als er mit seinem Porsche 550 Spyder unterwegs war. Sein vorzeitiges Ableben trug dazu bei, seinen Mythos aufrechtzuerhalten. Aufgrund des traurigen und unerfüllten Versprechens eines jungen Stars, dessen Leben und Karriere viel zu früh beendet wurden, wurde er zu einem Symbol für dieses Potenzial. Obwohl James Dean nur für kurze Zeit in Hollywood war, hinterließ er einen kulturellen Einfluss. Seine Rollen spiegelten die inneren Herausforderungen wider, mit denen junge Menschen konfrontiert sind, aber auch die gemeinsame Sehnsucht nach Freiheit und der Möglichkeit, sich auszudrücken. Seine rohe Emotionalität und Intensität inspirierte Generationen von Schauspielern und Filmemachern, die sie auf die Leinwand bringen wollten. Er wurde zu einem kulturellen Bezugspunkt, der Generationen von Schauspielern und Regisseuren beeinflusst. Die Tragödie, die ihn ereilte, trug nur dazu bei, seine Bekanntheit zu steigern. Sein Ruf als ungerechtfertigter Rebell hat sich seit jeher gehalten. Obwohl Elizabeth Taylor und James Dean aus verschiedenen Ländern stammen und ganz unterschiedliche Karrieren hatten, kreuzten sich ihre Wege in der Unterhaltungsbranche. Beide waren in den 1950er Jahren wichtige Akteure in der Unterhaltungswelt. Obwohl sich ihre Leinwandpersönlichkeiten kaum ähnelten, hatten sie ein tiefes und manchmal stummes Bewusstsein für Ruhm, persönliche Nöte und die Komplexität des Lebens im Rampenlicht. Elizabeths Schönheit und ihr Können passten perfekt in die glitzernde Welt Hollywoods, während James' geheimnisvolle Helligkeit und raue Intensität ihn zum Symbol einer rebellischen Jugend machten. Die schöne Tragödie, die nie verblasste. James Dean hat nur 3 große Filme gedreht. Nur 3. Und doch hallt sein Name auch fast 70 Jahre nach seinem Tod noch nach. Nicht nur im Kino, sondern in der Seele der Rebellion selbst. Er war wie ein Blitz aus der Flasche, ungezähmt, missverstanden, zu früh von uns gegangen. Aber er hinterließ eine Silhouette, die so lebendig war, dass sie nie verblasste. Deans Vermächtnis besteht nicht nur aus den Filmen East of Eden, Rebel Without a Cause und Giant, obwohl jeder von ihnen eine Meisterklasse in Verletzlichkeit und emotionaler Präzision war. Es ist die Art und Weise, wie er seinen Schmerz trug, die Art und Weise, wie er die Entfremdung wie eine zweite Haut trug und die Art und Weise, wie jede Furche auf seiner Stirn uns etwas über uns selbst erzählte. Er gab einer Generation von jungen Menschen eine Stimme, die nicht erklären konnten, was sie fühlten. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, er gab ihnen die Erlaubnis, es trotzdem zu fühlen. In Rebel Without a Cause hat Dean nicht nur geschauspielert. Er blutete. Er war ein Junge, der mit dem Schweigen seines Vaters, der Verwirrung der Gesellschaft und seinem eigenen Bedürfnis nach Zugehörigkeit kämpfte. Und dabei wurde er zum Spiegel für jedes missverstandene Herz, das sich jemals gefragt hatte, gibt es jemanden, der mich wirklich sieht? Aber das Vermächtnis von James Dean besteht nicht nur aus den Rollen, die er gespielt hat. Es ist die eindringliche Stille, die er hinterließ. Er starb mit 24, eine Kurve auf der Straße, ein Porsche, ein Augenblick, und in diesem Moment wurde er mehr als ein Mensch, er wurde zur Legende. Es liegt eine seltsame, schmerzhafte Poesie in einem Leben, das ausbrennt, bevor die Welt Zeit hat, es zu verdunkeln. Dean wurde nie alt. Er hat nie versagt. Er traf nie schlechte Entscheidungen in Bezug auf Karriere oder Charakter. Er blieb für immer in diesem schönen Moment vor der Desillusionierung gefangen. In der Zeit eingefroren, die Zigarette zwischen den Lippen, den Kragen hochgeschlagen, den Blick in die Ferne gerichtet. Er wurde zum Prototyp für jeden jungen Rebellen, der nach ihm kam, Marlon Brando, River Phoenix, Kurt Cobain, alle vom gleichen Feuer berührt, alle auf der Jagd nach dem gleichen Geist. Deans Gesicht wurde auf Jacken, Anzüge, Jeansjacken und Schlafzimmerwände gedruckt. Künstler malten ihn, Dichter schrieben über ihn. Bob Dylan sagte, Dean sei einer der Gründe gewesen, warum er zur Gitarre griff. Elvis ahmte sein Aussehen nach, und lange bevor Filmstars gebrandmarkt wurden, war James Dean bereits eine Idee. Der Archetyp des schönen Widerstands.
Selbst heute, im Zeitalter der unendlichen Berühmtheit und der ständigen Sichtbarkeit, gibt es etwas an Dean, das sich immer noch privat anfühlt. Wie ein geheimer Kummer, der zwischen ihm und der Kamera geteilt wird. Als würden wir ihm nur zusehen, wir beichten ihm. Er war ein Star, ja. Aber mehr als das, er war ein Gefühl. Das Gefühl, nicht dazuzugehören. Der Wunsch zu fliehen. Der Wunsch zu fliehen. Es zu wagen, anders zu sein. Und das ist der Grund, warum James Dean weiterlebt. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er so schmerzhaft menschlich war. He Delivered wird nicht in gelieferten Zahlen gemessen, sondern in bewegten Herzen. Elizabeth Taylor trug das Geheimnis von James Dean jahrzehntelang mit sich herum. Und als sie es schließlich preisgab, erinnerte sie die Welt daran, dass auch Legenden im Stillen leiden können. Jetzt wollen wir von Ihnen hören, welche klassische Hollywood-Figur hat Ihrer Meinung nach die meisten unerzählten Geschichten? Kommentieren Sie unten, vielleicht erforschen wir Ihre Geschichte als nächstes. Wenn dich dieses Video bewegt hat, gib ihm ein Like, abonnieren Sie das Video, um weitere Geschichten aus dem goldenen Zeitalter des Films zu erfahren. Und teilen Sie diesen Beitrag mit allen, die der Meinung sind, dass Legenden es verdienen, dass man sich an sie erinnert, wie sie wirklich waren.